Vor 20 Jahren, meine Damen und Herren, setzte Citroën im Automobilbau neue Komfortmaßstäbe mit dem hydraulisch gefederten Typ DS. Er und andere Citroën-Modelle legten Zeugnis ab für einen geradezu erstaunlichen technischen Ehrgeiz der Pariser Firma, die immer Fortschrittliches anzubieten hatte. Frontantrieb, Aerodynamik, luftgekühlte Boxermotoren, Scheibenbremsen, Federungshydraulik. Trotz vieler Erfolge, man denke etwa an den Bestseller Deux Chevaux, die berühmte Ente, geriet aber Citroën im Laufe der Jahre zusehends in finanzielle Engpässe. Der Fortschritt kam also eher dem Autofahrer zugute als dem Aktionär. Nun, der Staat und die wirtschaftlich gesündere Firma Peugeot haben eingegriffen und unter dieser beruhigenden Vorgabe präsentiert sich nun der neue Citroën CX auf dem Markt, preisgekrönt als Auto des Jahres. Schon das Äußere unseres Testwagens zeigt es, der CX ist ein echter Citroën der oberen Mittelklasse, dem man den konstruktiven Ehrgeiz ansieht. CX, das ist die französische Bezeichnung für unseren CW-Wert, den Luftwiderstandsbeiwert, der Aufschluss über die Windschlüpfrigkeit eines Automobils erteilt. Windschlüpfrigkeit diente einst der Erzielung einer hohen Spitze. Das ist heute allenfalls eine nützliche Nebenerscheinung, denn geringerer Verbrauch ist zurzeit das angestrebte Resultat aerodynamischer Bemühungen. Völliger Nullverbrauch bleibt allerdings den hier landenden Segelfliegern vorbehalten. Bei einer Limousine der oberen Mittelklasse mit der nicht unbescheidenen Preisempfehlung von 18.658 Mark darf man ein vorzügliches Angebot an Raum und Komfort erwarten. Der Testwagen erfüllt solche Ansprüche in hohem Maße. Angenehm und körpergerecht die Vordersitze, nicht minder komfortabel die Rücksitzbank, die zudem auch bei ganz zurückgeschobenem Vordersitz geradezu erstaunlichen Beinraum bietet. Ein ganzer Kranz von Kippschaltern lässt wichtige Funktionen vom Lenkrad aus mit einem Finger bedienen. Das fühlt sich erst zwar ungewohnt an, entpuppt sich dann aber als zweckmäßig. Ebenfalls gut zur Hand liegt die Komforteinstellung des Sitzes, die sich nicht nur auf die Neigung der Rückenlehne beschränkt, sondern auch für den Sitz selber Verstellmöglichkeiten für Höhe und Neigung parat hat. Doch es kommt noch besser, ein Daumendruck und der Motorölstand kann vom Fahrersitz aus geprüft werden, ohne dass man aussteigt, die Motorhaube öffnet und sich die Hände beschmutzt. In der Hand hält man aber auch ein ausgesprochenes Ärgernis. Der Testwagen bringt es auf nicht weniger als 4 verschiedene Schlüssel, die man dauernd verwechselt. Ob man in Paris noch nicht gemerkt hat, dass andere längst mit einem einzigen Kombischlüssel auskommen. Noch unangenehmer ist der Instrumentierungstick der Techniker von der Seine. Er feiert hier fröhliche Urstände. Eine riesige Anzahl von Warnleuchten mit verwirrenden Symbolen soll alle möglichen Störungen anzeigen, stört aber erst einmal den Fahrer, der kaum gewillt ist, die Betriebsanleitung zu diesem Zweck auswendig zu lernen. Tacho- und Drehzahlmesser sind nicht als Uhren ausgebildet, sondern vielmehr als leuchtende Kugeln, die digital nur gerade den jeweils abzulesenden Wert anzeigen. Sitzen 4 bis 5 Personen hervorragend, so mögen sie dafür ihre großen Koffer zu Hause lassen. Mit 475 Litern theoretischem Fassungsvermögen erreicht der Gepäckraum nämlich kaum die in der oberen Mittelklasse übliche Dimension. Zur Technik. Erstmals wird bei einem so großen Wagen der Motor quer zur Fahrtrichtung eingebaut. Er, der Motor, ist ein alter Bekannter aus der Citroën D-Serie. Laufend verbessert und in der Leistung gesteigert, aber eben doch das, was man als altgedient und in Ehren ergraut bezeichnen kann. 4 Zylinder, seitliche Nockenwelle, Doppelvergaser, Leistung 112 PS bei 5500 Umdrehungen und einem Hubraum von 2175 Kubikzentimeter. Typisches Citroën-Baumerkmal, die hydropneumatische Federung mit Niveauregulierung, die unterschiedliche Belastungen ausgleicht. Prüfung der Beschleunigung aus dem Stand auf 100 Kilometer in der Stunde. Die Uhr steht bei 11,8 Sekunden, was für einen Wagen dieser Klasse ein ordentlicher, wenn auch kein bestechender Wert ist. Der Vergleich mit bereits getesteten Fahrzeugen ähnlicher Größenordnung ergibt folgendes Bild. Opel Commodore GSE
8,7 Sekunden. Alfa Romeo 2000 9,5. Mercedes-Benz 280e 9,8. BMW 520i 10,7. Citroën CX 2200 11,8. Ford Granada GXL 13,1. Für den typischen Landstraßenüberholvorgang zwischen 60 und 100 km in der Stunde messen wir 7,0 Sekunden. Erstaunlich ist die erreichbare Spitze des Testwagens, den die gute Aerodynamik auf 186 km in der Stunde bringt. Bei flüssiger Fahrt auf offener Strecke entwickelt sich der Testwagen zur rollenden Wohltat. Er schont Körper und Nerven des Fahrers und der Passagiere. Sitze und Sitzverhältnisse, auch die Raumverhältnisse vermitteln echten Komfort. Aber außergewöhnlich wird der CX vor allem durch seine Federung, die ruhig als Richtschnur bis weit hinein in die oberste Luxusklasse gelten darf. Man gleitet auf allen Straßen, man gleitet, als wäre man in einem Luftkissenfahrzeug. Dies bei äußerster Schonung auch der Ohren, solange ungefähr konstante mittlere Geschwindigkeit eingehalten werden kann. Die Innengeräuschmessung bestätigt diesen Eindruck. Wir ermitteln lediglich 72 Phon, dies bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde. Erfreulicheres zeigt unsere Verbrauchsrechnung. Der CX 2200 konsumiert auf der Autobahn bei rund 120 Kilometern in der Stunde Schnitt 11,5 Liter Superbenzin auf 100 Kilometer. Auf der Kurzstrecke verbrauchen wir je nach Verhältnissen zwischen 12,5 und 14 Liter auf 100 Kilometer. Bei der Fahrt auf Land- und Bundesstraßen ermitteln wir einen Verbrauch von 11,7 Litern Super auf 100 Kilometer. Das ergibt einen durchschnittlichen Verbrauch von 11,9 Litern Super. Zum Vergleich: Citroën CX 2200 11,9 Liter auf 100 Kilometer. Alfa Romeo 2000 12,5 Liter, BMW 520i 12,8, Ford Granada GXL 14,9, Mercedes-Benz 280e 15,9, Opel Commodore GSE 16,4 Liter auf 100 Kilometer. Bei 68 Litern Tankinhalt ergibt sich für den Testwagen die ausgezeichnete Reichweite von 571 Kilometern mit einer Tankfüllung. Unter Berücksichtigung des Benzinverbrauchs, der nötigen Ölwechsel, der Pflegedienste und Inspektionen sowie der Steuer und Versicherung stellen sich die Kosten für den gefahrenen Kilometer auf 18,2 Pfennige. Eine gewaltige Achillesferse kommt beim Einparken und Manövrieren mit dem Testwagen zum Vorschein. Zwar ist die Lenkung mit 4 2/3 Umdrehungen sehr indirekt, doch das nützt wenig. Wer nicht prämierter Geräteturner ist, muss sich abladen. Der Wendekreis ist mit 11,80 Metern eher beträchtlich. Bei der Prüfung der Dichtheit von Zündanlage und Karosserie im Wassergraben schlägt uns der Testwagen ein kleines Schnippchen. Für solch besondere Wegstrecken lässt sich nämlich die Karosseriehöhe verstellen und unser Citroën CX geht somit zuerst einmal in die Höhe, bevor er sich in die Tiefe des Wassergrabens stürzt. Diese Höhenverstellung, die man übrigens auch für den ungemein einfachen Radwechsel benutzt, wird möglich durch das Hydrauliksystem der Federung. Sie ist vielfach bewährt seit den Tagen des Citroën DS. Die erhöhte Bodenfreiheit kann in schweren Geländepassagen eingesetzt werden, im Schnee oder wie hier bei Überflutungen. Was Wunder, wenn unsere 12 cm Wasserstand für den Citroën CX ein lächerliches Detail sind. Zündanlage und Wageninneres bleiben trocken. Leider war die Kamera nicht zur Stelle, als ihr Tester bei einem der berüchtigten Frühsommergewitter in eine echte Überflutung geriet und mit der hochgestellten Federungshydraulik als einziger durchkam.
In der Berieselungsanlage bleibt der Testwagen auch ohne den Hochstellungstrick im Wageninnen und im Kofferraum trocken. Der zentrale Scheibenwischer zeigt, dass es auch mit nur einem Wischerblatt durchaus geht. Die mehrstufige Einblattanlage bietet ein gutes Gesichtsfeld. Die Fahreigenschaften des Testwagens sind schlechthin vorbildlich und erheischen hohes Lob. Auch die wildesten Wedelbewegungen erzeugen keine heftigen Reaktionen. Das Fahrzeug folgt spurtreu und sicher den Lenkausschlägen des Fahrers. Auch die Fahrt auf der Rutschplatte bestätigt dieses Bild. Der Testwagen bleibt bei respektabler Geschwindigkeit absolut zahm. Die Seitenneigung hält sich in erstaunlich geringem Rahmen. Mit seiner Frontlastigkeit ist der CX ein Untersteuerer. Er bricht also im Extremfall über die Vorderachse aus. Durch das meist unbewusste Gaswegnehmen des Fahrers korrigiert sich diese Erscheinung aber in der Regel von selbst. Rüttelstrecke. Auch hier spielt der Testwagen Pluspunkte aus. Die hydropneumatische Federung ist in ihrem Element. Sie sehen, wie die harten Schläge geschluckt werden, während die Karosserie ruhig bleibt und der Fahrer noch einigermaßen bequem sitzt, während er bei anderen Konstruktionen schon hilflos auf dem Sitz herumflog. Bremsprüfung. Die 4 Scheibenbremsen, die vorderen sind übrigens innen belüftet wie bei Hochleistungssportwagen. Die Scheibenbremsen also arbeiten spurtreu und wirksam. Einige Angewöhnung erfordert die starke Servohilfe. Prüfung des Bremswegs aus 100 Kilometern in der Stunde zum Stillstand. Der Wagen steht sicher nach einer Distanz von 51 Metern und 40 Zentimetern. Prüfung der Seitenwindempfindlichkeit. Geschwindigkeit 100 Kilometer in der Stunde. Die Windmaschine erzeugt Seitenwind von ebenfalls 100 Kilometern in der Stunde. Abweichung ohne Lenkkorrektur 1 Meter 70 Zentimeter, ein Spitzenwert also. Nach einer Nacht in der Kältekammer ist der Testwagen auf minus 15 Grad abgekühlt. Der Kaltstart bereitet keine Probleme. Augenblicklich springt der CX an. Die Heizung arbeitet übrigens einwandfrei, wenn auch mit lautem Gebläse. Noch ein Wort zur Verarbeitung. Sie hat einen wesentlich höheren Stand erreicht, als wir dies bei früheren Citroën-Modellen gewohnt waren. Bei einem Wagen dieser Preisklasse sollten aber auch scharfe Türkanten, zurückklappende Außenspiegel und gelegentliche undefinierbare Geräusche der Vergangenheit angehören. Und hier nochmals die Zusammenstellung der wichtigsten Daten. Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer in der Stunde 11,8 Sekunden. Beschleunigung von 60 auf 100 Kilometer in der Stunde 7,0 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 186 Kilometer in der Stunde. Bremsweg aus 100 Kilometern in der Stunde 51,40 Meter. Seitenwindabweichung 1,70 Meter. Wendekreis 11,80 Meter. Innengeräuschmessung 72 Phon. Testverbrauch 11,9 Liter auf 100 Kilometer. Preisempfehlung 18.658 Mark. Kosten pro Kilometer
18,2 Pfennige. Fassen wir zusammen, meine Damen und Herren. Der Citroën CX 2200 bietet als Angehöriger der oberen Mittelklasse einen Fahrkomfort, der selbst ausgesprochenen Luxuswagen zur Ehre gereichen würde. Mit seiner guten Aerodynamik, die sich günstig auf den Verbrauch auswirkt, zeigt er sich auch ökonomisch von der besten Seite. Die Fahrsicherheit ist schlechthin überzeugend. Der Citroën CX wird aber auch ein Opfer der hohen Ansprüche, die er sich selber stellt. Wer sich einmal an das sanfte Dahingleiten gewöhnt hat, möchte beim Einparken nicht die Muskelkräfte spielen lassen. Eine Servolenkung täte also dringend Not. Man wünscht sich aber auch einen drehmomentstärkeren, laufruhigen Motor mit automatischem Getriebe, denn hektische Schaltarbeit und Motorengedröhn in oberer Drehzahl vergällen einem die Freude des sanften Dahingleitens. So ist der Citroën CX 2200 wie eine schöne Frau. Bestechend, betörend, begehrenswert und mit den paar Nachteilen versehen, die der Liebhaber in Kauf nehmen muss.